Willkommen zu unserem dritten Baustellen-Update. Und weil das Einzige, was schneller voranschreitet als die Zeit, unser Baufortschritt ist, wird es Zeit, dass wir heute mal wieder einen Blick hinter die Kulissen werfen. Und Lukas wartet bereits auf uns im zweiten Obergeschoss und da gehen wir jetzt direkt mal hin. Ich freue mich, dass heute Lukas uns wieder zur Verfügung steht für tiefere Einblicke in das Baugeschehen. Schön, dass du wieder dabei bist. Es ist ja wahnsinnig viel passiert seit dem letzten Mal. Ich erinnere mich, vor 8 Wochen war es ungefähr, standen wir auch auf der Höhe, allerdings noch auf einem Baugerüst. Da war, ich glaube, noch gar keine Decke da standen nur einzelne Wände im Lagerbereich und hier vorne im Bürobereich wurde angefangen. Was ist seitdem alles passiert? Genau, du sprichst richtig an. Wir standen hinten auf dem Gerüst. Wir haben seitdem die ganzen Wände im ersten Obergeschoss fertiggestellt, sowohl die Tragwände als auch die Vorsatzschale, die dann ja eben immer nachgezogen wurde. Und das auch sowohl im Büro als auch im Lagerbereich. Sprich, das ist alles fertig. Danach wurde dann die beiden Decken geschalt. Wir haben erst die Decke im Lagerbereich betoniert, die ja über 2 Stockwerke geschalt wurde. Und dann jetzt letzte Woche haben wir hier die Decke, auf der wir gerade stehen, betoniert. Also die Decke über erstem Obergeschoss hier im Büro. Genau, und jetzt sind wir im zweiten Obergeschoss, sprich das letzte Geschoss, das wir jetzt hier hochziehen werden. Und anschließend wird es dann ja auch schon nahtlos mit dem Ausbau weitergehen. Ich sag mal, der Einbau dieser Stahltreppe hier im Atrium steht dann nahtlos an, damit wir eben auch das Dach dann dicht bekommen. Und die Abdichtung wird dann eben an die Attika anschließen. Genau. Das heißt, man kann damit rechnen, dass in den nächsten 6 bis 8 Wochen dann auch dieses Gebäude quasi in seinem Rohbau fertig hier steht, dass ein Dach drauf ist, das Atrium verglast ist und die ganzen Treppen eingebaut sind. Das Verglasung noch nicht ganz. Noch nicht okay. Ganz. Aber genau, die Treppen sind dann, also der Rohbau in den nächsten 2 Monaten sind wir mit dem Gröbsten durch, genau. Okay, wunderbar. Und jetzt wolltest du uns noch was an der Fassade zeigen, habe ich gehört. Ja. Da freue ich mich drauf und ich folge dir einfach mal. Gerne, dann komm mit. Wir stehen jetzt ja wieder auf dem Anlieferhof von Ovesco. Hier standen wir jetzt schon ein paar Mal, haben uns vor allem die Fassade von der Lagerhalle angeschaut. Ja. Was kannst du uns jetzt heute hier auf der Büroseite zeigen? Ja, auf der Büroseite haben wir jetzt die Vorsatzschale auch schon im Erdgeschoss als auch im ersten Obergeschoss fertiggestellt. Das heißt, wir sehen jetzt ganz gut den Übergang von den Stützen im Erdgeschoss, dann zum Riegel, der auf der Deckenebene dann hergestellt wurde und dann darüber liegend wieder die nächsten Stützen. Und auch hier ist wieder das Fugenbild, dann, das sich durch das ganze Gebäude zieht, eingehalten. Und man sieht einfach schon so, wie die Fassade später sichtbar bleibt. Ja. Genau. Und dort werden überall Fenster eingesetzt, sodass das ganze Gebäude von Licht durchflutet wird. Genau, also zwischen den Stützen kommen die Pfosten- und Riegelfassade wird dann montiert und dann haben wir dann nachher eine Fensterfläche eben. Ja, wunderbar. Und der Blick auf die Alp geht nicht verloren. Genau. Da freuen wir uns. Schön, danke dir. Gerne. Bis jetzt haben wir die Lagerhalle vor allem ohne Decke gesehen. Was sich da jetzt so geändert hat, das schauen wir uns jetzt an. Es ist wirklich erstaunlich, wie eine Decke so einen Raum verändern kann. Während bis jetzt hier noch die Sonne reingeschienen hat, hat man jetzt eine ganz andere Temperatur. Auf einmal hat man Hall hier drinnen und dieser Raum wirkt ganz, ganz anders auf einen. Rings um uns herum sehen wir jetzt gerade noch die Lasttürme. Die brauchen wir einfach deswegen, weil die Decke hier sehr, sehr hoch ist zur Abstützung. Nächste Woche werden sie entfernt, dann ist dieser Raum tatsächlich in seiner Größe das erste Mal komplett spürbar. Und es wird bemerkenswert sein, wie viel Stauraum wir hier für Ovesco geschaffen haben. Und wir bleiben noch einen Moment in der Lagerhalle, weil hier kann ich euch noch was zeigen. Dafür gehen wir jetzt aber nochmal auf das Gerüst hoch. Hinter uns sieht man jetzt ein gutes Beispiel dafür, wie die ganze Erfahrung von Ovesco aus dem Bestandsgebäude hier in den Neubau mit eingeflossen ist. Hier wurde eine Decke eingezogen, unter der sich dann das neue Büro für die LageristInnen befindet. Und auf dieser Decke haben wir die Möglichkeit für eine Langzeitlagerung geschaffen, um so den Platz hier optimal nutzen zu können. Auch etwas, das sich verändert hat zum letzten Mal, das ist unser Treppenhaus, weil jetzt haben wir Treppen. Während wir uns beim letzten Mal noch unten im Foyer angeschaut haben, wo die Funktionsräume gerade im Entstehen sind, befinden wir uns jetzt im ersten Obergeschoss, das baugleich zum zweiten Obergeschoss.
wo wir diese großen Open Space Bereiche haben für die Büroarbeitsplätze. Und hier im Herzen, da befindet sich eben das Atrium, das dieses Gebäude ausmacht. Es wird später verglast werden, sodass Licht durch das gesamte Gebäude fließen kann. Und hier begegnen sich dann eben auch die Mitarbeitenden und alle 3 Stockwerke.